Hallo, heute gibt es bei mir eine dekadente französische Schokoladentat mit Suchtfaktor. Diese Schokoladentat mit der musigen Füllung ist ein absoluter Genuss für Schokoliebhaber und zudem auch ganz easy in der Zubereitung. Die Zutaten dafür findet ihr wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Für die Tat stellen wir zunächst einen Tatboden aus Schokomürbteig her und geben dafür die kalte Butter gemeinsam mit dem Mehl in unsere Rührschüssel. Damit die Butter sich schneller mit dem Mehl verbindet, schneide ich dazu die Butter vorher in kleine Stückchen. Zum Verrühren nehme ich hier den Flachrührer meiner Küchenmaschine. Dann gebe ich den Kakao, den Zucker, die Prise Salz und das Eigelb dazu und lasse die Küchenmaschine diese Zutaten zu einem krümeligen Teig verkneten. Beim Mürbteig muss alles ein bisschen zügig gehen, damit die Butter nicht allzu weich wird, deshalb hier an dieser Stelle nicht zu lange rühren lassen. Falls der Mürbteig zu trocken aussieht, gebt ruhig ein Schlückchen kaltes Wasser dazu. Die Zutaten schütte ich nun auf meine Arbeitsfläche, um mit der Hand weiter zu kneten. Die Konsistenz sieht hier noch ziemlich sandig aus, aber keine Sorge, der Teig kommt definitiv zusammen, sobald wir anfangen, ihn zu kneten. Auch hier nicht allzu lange kneten, damit die Butter durch die Handwärme nicht zu weich wird. Und wenn es doch passiert, könnt ihr den Mürbteig zum Abkühlen für einige Minuten abgedeckt ins Gefrierfach geben und danach problemlos weiterverarbeiten. Den fertig gekneteten Mürbteig rolle ich nun auf leicht bemehltem Backpapier ungefähr 3 mm dick aus. Meinen Backring stelle ich auf 26 cm Durchmesser ein und steche damit den Tatboden aus. Den überschüssigen Teig nehme ich zunächst zur Seite und steche den Tatboden mit einer Gabel mehrmals ein. Ihr könnt natürlich statt eines Backrings auch eine Tatform verwenden und könnt mit Hilfe des Backpapiers den Mürbteig, ohne ihn ausstechen zu müssen, direkt in die Backform setzen. Anschließend ziehe ich ihn zusammen mit dem Backring auf mein Backblech. Den restlichen Mürbteig forme ich zu einer Rolle und drücke sie an den Innenrand der Form. Dabei darauf achten, dass die Höhe und Dicke des Rands überall ungefähr gleich ausschaut und die Höhe ungefähr 3 cm beträgt. Perfekt gleichmäßig muss der Rand allerdings nicht sein. Damit der Rand beim Vorbacken nicht runterrutscht, verwende ich am liebsten die Blindbackmethode. Hierzu setze ich ein Stück Backpapier auf den Tatboden und fülle die Tat mit trockenen Bohnen, die ich nur zum Blindbacken verwende. Übrigens kann man sich ganz easy Backpapier rund zuschneiden, indem man das Backpapier zunächst halbiert, anschließend viertelt und danach mehrmals diagonal faltet, sodass ein Dreieck entsteht. Haltet die geschlossene Spitze des Dreiecks nun ungefähr in die Mitte der Backform und schneidet den Rest, der aus der Backform herausschaut, so viel wie nötig ab. Wenn ihr nun das Backpapier wieder entfaltet, sollte dann eine Kreisform entstehen. Der Tatboden wird nun im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 20 Minuten vorgebacken. Für die Füllung schmelzen wir die Butter zusammen mit der fein gehackten Schokolade über einem heißen Wasserbad. Damit es auch hier etwas schneller geht, schneide ich die Butter in kleine Stückchen. Sobald die Butter und die Schokolade komplett geschmolzen sind, gebe ich den Kakao dazu und rühre alle Zutaten klumpenfrei zusammen. Die Schüssel nehme ich vom heißen Wasserbad und lege sie zur Seite, damit sie bei Zimmertemperatur abkühlen kann. Währenddessen schlage ich die Eier zusammen mit dem Zucker und der Prise Salz in meiner Rührschüssel maximal schaumig. Dieser Vorgang hat mit der Küchenmaschine bei mir ungefähr 5 Minuten gedauert. Mit einem Handrührgerät kann es länger sein, also hier nicht zu früh aufhören. Die Masse muss am Ende richtig schön dickcremig sein.
Danach gebe ich die abgekühlte Schoko-Butter-Mischung und den Schmand in die Eiermasse und verrühre alle Zutaten sorgfältig. Mittlerweile ist auch der Tartboden bereit und wir können das Backpapier mitsamt den Backbohnen entfernen. Die Füllung kann nun in die Tartform gegossen werden und anschließend im Backofen für weitere 35 Minuten gebacken werden. Die Tart fühlt sich nach dem Backen zunächst noch zu weich und nicht durchgebacken an, aber lasst euch davon nicht beirren, so muss sie auf jeden Fall sein. Innen super weich und zart und außen schön mit dem knusprigen Mürbteig. Zum Schluss habe ich die Tart mit einer Kugel Eis und einer Himbeerfruchtsoße serviert, da ich die Kombination Schokolade und Himbeere einfach nur liebe. Was ist denn euer Lieblingskombi? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und nächste Woche geht es dann weiter mit einem weiteren Video von mir. Bis dahin, tschüss!